Bitte hör auf. Also, Lydia, ich weiß nicht, ich weiß selber nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll. Dir geht's doch ähnlich. Sag mal, raffst du's nicht? Ich hab keinen Bock auf deinen Psychotalk. Lass mich endlich in Ruhe. Und? Wie geht's ihr? Kann Frau Köbler sich an den Unfall erinnern? Ja, jetzt rück schon raus damit. Was hat sie gesagt? Sind Sie tatsächlich überzeugt, dass Ihr Konzept zu einem renommierten Namen wie von Lahnstein passt? Kümmere dich doch mal um die Pressefuzis, Tanja. Dieser Ignorant vom Düsseldorfer Kurier, der nimmt einfach meine Vision nicht ernst. Dabei kann ich sie quasi spüren. Hauchfeine Stoffe, leicht wie Luft und Liebe, ein Hauch von Ewigkeit. Tanja, vielleicht erklärst du dem Herrn mal deinen Hauch von Ewigkeit, hm? Ja, also? Kitty kann sich an den Unfall erinnern. Dann kann sie Nathalie entlasten. Sie hat die Fahrerin nur kurz gesehen. Das scheint alles ziemlich schnell gegangen zu sein. Ja, und? Sie hat eine blonde Frau mit einer dunklen Sonnenbrille gesehen. Ja, das beweist ja noch gar nichts. Ich meine, blonde Frau mit Sonnenbrille, das gibt's doch wie Sand am Meer. Das Problem ist nur, sie denkt, sie hat Nathalie gesehen. Jetzt nimmt der Albtraum also seinen Lauf. Ansgar wird Tanja doch heiraten müssen. Hab ich einen Grund zum Feiern? Cheers. Na, das war ja deutlich. Ich habe gedacht, geteiltes Leid ist... Doppelt so schlimm. Schlimmer geht's doch gar nicht mehr. Die Sache mit Katja, Sebastian, von wem sie schwanger ist. Bitte, Papa, hör auf. Aber reden hilft. Wenn ich jetzt in Australien wäre, könntest du auch nicht mit mir reden. Dann würde ich aber trotzdem versuchen, mich mit der Situation auseinanderzusetzen. Ja, auf einmal. Früher hast du doch auch immer alles ausgesessen. Ach, früher ist doch früher. Wir sind beide auf die Schnauze gefallen und jetzt können wir doch uns gegenseitig wieder helfen, auf die Beine zu kommen. Wir ziehen uns nur immer weiter runter. Schon wenn ich hier zur Tür reinkomme, herrscht so eine deprimierende Stimmung in diesem Haus. Ja, vielen Dank. Dann ruf doch vorher an, dann hänge ich ein paar Girlanden auf, kann auch eine Bohle vorbereiten. Hey, Lydia, ich habe mir die Situation doch auch nicht ausgesucht. Ja, Papa, aber ich bin schon schlecht drauf. Da musst du mich nicht auch noch weiter runterziehen. Und du kriegst keinen Ärger mit deinem Prof? Wieso denn? Olivia hat Rebecca in den Pool geworfen. Nicht andersrum, dachte ich. Ja, aber die Idee mit der Kröte kam ja von dir, oder? Mein Professor fand mich sehr kreativ. Ja. Und naja, wenn ich Glück habe, kriege ich sogar die Assistentenstelle. Hey, das wäre ja lässig. Wollen wir? Hey, Seemann. Übernimmst du das Ruder? Ja, was soll ich machen, wenn die Ratten das sinkende Schiff verlassen? Spiel doch 5 gegen Willi. Hm? Schönen Abend noch, ja. Den werden wir haben. Ciao, Judith. Tschüss. Oh, oh. Krötenalarm. Du heute Abend allein zu Hause wäre die pure Verschwendung. Das klingt wie ein Déjà-vu. Ich dachte, Wiederholungen langweilen dich. Ich kenne keine Langeweile. Frau von Anstetten, eine allerletzte Frage noch, wenn Sie gestatten. Er darf doch fragen, Schatz, oder? Ja, aber natürlich. Er kann ja nicht anders. Wenn es hier zur zur Millenniumshochzeit kommt, wird Ihre Familie mit von der Partie sein? Ja, natürlich. Sie waren heute an unserer Seite und Sie werden bei der Hochzeit dabei sein. Ich meine nicht die Lahnsteins, ich meine Ihre Familie. Das ist meine Familie. Naja, aber was ist mit Ihrer Schwester Maike Breuer? Ich habe sie natürlich eingeladen, aber sie ist gesundheitlich verhindert. Doch hoffentlich nichts allzu Ernstes.
Im Interesse meiner Schwester möchte ich dazu keine Auskunft geben. Natürlich, das verstehen unsere Leser vollkommen. Zumal ja Ihr Herr Vater erst vor kurzem verstorben ist. Ich darf Ihnen an dieser Stelle mein aufrichtiges Beileid ausdrücken. Danke. Schatz, das hast du mir verschwiegen. Ja, wir hatten so viel zu tun. Ich wollte dich nicht belasten. Ich habe an dieser Stelle doch hoffentlich keine schlafenden Hunde geweckt. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Ja, vielen Dank für das Gespräch, Herr Schmidt. Es war wie immer sehr nett. Herr Höfelder wird Ihnen ganz bestimmt gerne nähere Infos zur Hochzeit geben. Aber selbstverständlich. Wenn Sie mir bitte folgen würden. Die Nummer mit der Kröte war einfach Weltklasse. Von wegen, die arme Kröte da. Hi, Lydia. Du hast gerade was verpasst. So eine arme Kröte wurde tatsächlich dazu gezwungen, Olivia zu küssen. Ja, es gibt 1000 Fotos, wie Olivia das arme Vieh abschlecken muss. Ihr Gesichtsausdruck dabei war sowas von endgeil. Lydia! Meinst du nicht auch, dass so ein Foto sich bei uns auf dem Klo ganz gut machen würde? Ah, wir sollten direkt ein Poster daraus machen. Ich glaube, an 0 kommt richtig fett. Einmal. Okay. Und auf die Krötennummer. Ich muss morgen früh raus. Ach komm, das ist doch wieder eine Ausrede. Spaßbremse. Genau, denn die Wahrheit wollt ihr sowieso nicht hören. Was hat die denn wieder? Klingt das Mistding. Die Kleine aus der Welpengruppe. Wer nichts verträgt, sollte auch nichts trinken. Ja, du mich auch. Zimmerservice. Habe ich das bestellt? Ich finde, wir sollten da weitermachen, wo wir unten aufgehört haben. Ach so. Warum wundert mich das nicht? Ich wusste, wir verstehen uns. Sag mal, Judith, kann ich dir helfen? Danke, lass dich nicht stören. Oh, du störst doch nicht. Oder? Überhaupt nicht. Und jetzt? Was jetzt? Normalerweise wären wir schon längst bei der Sache, aber weil du nur Rebecca ins Rein würgen willst, musst du dir einen anderen Deppen suchen. Was will ich? Danke für den Zimmerservice. Gute Nacht. Guten Morgen, Liebling. Lies das. Die Resonanz auf unsere Verlobung ist umwerfend. Was könnte mich jetzt noch umwerfen? Konstantin, es macht dir sicherlich nichts aus, mir den Platz zu räumen. Spinnt die Alte? Konstantin, bitte tu uns den Gefallen und lass uns friedlich frühstücken. Je weiter weg, desto besser. Schön, dass ihr gestern bei der Verlobung alle da gewesen seid. Schade ist nur, dass du Hannes nicht mitgebracht hast. Wie gesagt, dein Sohn war müde. Und außerdem macht er sich nichts aus solchem Theater. Herr Höfelder wäre jetzt bereit. Guten Morgen und guten Appetit. Justus hat mir gerade die Küche gezeigt und ich muss sagen, sehr inspirierend und sehr vertraut. Man atmet gelebte Geschichte, man spürt, hier wurde schon viel gelacht, geweint, geliebt und Kommen Sie, natürlich wir haben noch viel Arbeit. grandios gekocht. Unfassbar, geht mir die Alte auf den Sack. Was mir sowieso ein Rätsel, wie ihr mit der Frau an einem Tisch sitzen könnt. Mir auch.
Klärt ihr mich mal auf? Fragt Ansgar, der hat uns die unappetitliche Geschichte eingebrockt. Daneben nicht. Jetzt ist mir schlecht und ich muss zur Arbeit. Oh, ich komme mit. Na, obwohl. Schönen Tag noch. Ja, wir geben uns Mühe. Es gibt doch diese Krimis, wo sich am Ende rausstellt, dass nicht einer der Mörder war, sondern alle. Glaub mir, Konstantin. Du bist nicht der Einzige, dem solche Gedanken kommen. Ich freue mich so auf den Tag, an dem du Tanja mit dem echten Testament konfrontierst. Und sie merkt, dass sie überhaupt nichts gewonnen hat. Tja, ist Natalie frei. Und wir wissen, warum wir das hier alles tun. Schlecht geschlafen die Nacht. Kaum. Im Bauwagen gibt's einen starken Kaffee für dich. Wenn's hilft. Ah, der Streit mit Lydia. Sie ist vollkommen ausgerastet. Matthias. Wundert dich das? Nein. Ja. Sie macht im Moment jede Menge durch. Und ich habe gedacht, wir könnten uns gegenseitig Rückhalt geben, weißt du? Manchmal ist die Wahrheit einfach, dafür sehr brutal. Ach, werd nicht schon am Morgen philosophisch, ja? Weißt du, du brauchst deine Tochter. Und weil ihr beide die Opfer seid, denkst du, sie bräuchte dich auch? Ja, natürlich braucht mich Lydia. Es geht ihr verdammt schlecht, das sieht doch jeder. Ja, aber es ist die Frage, ob du ihr eine große Hilfe sein kannst. Auch ihr geht das Ganze entsetzlich an die Nieren. Sie geht nur anders damit um. Sie verdrängt. Du willst mit ihr reden. Sie will es nicht. Jeder versucht auf seine Weise mit so etwas umzugehen. Sie kann nicht immer davonlaufen. Was für dich richtig ist und gut ist, muss es für sie überhaupt nicht sein. Sie macht nämlich dicht, wenn du sie ständig mit deinem Kummer konfrontierst. Matthias, glaub es doch endlich. Lydia kann deine Probleme für dich nicht lösen. So dermaßen Ihre Kompetenzen zu überschreiten. Noch dazu bei diesem hochsensiblen Fall. Was haben Sie sich denn dabei gedacht? Frau Kieso ist von ihrem Mann betrogen worden. Hätte ich ihr da nicht raten sollen, den Kerl zu verlassen? Die beiden haben zusammen ein Kind adoptiert. Sie waren eine relativ intakte Familie. Ja, sehr relativ, wenn er mit anderen Frauen schläft. Sie sind nicht dazu da, moralisch andere abzuurteilen. Sie sollen den Ehepartnern helfen, damit die Familien zusammenbleiben und eben nicht auseinanderfallen. In jeder Familie gibt es Krisen. Aber wenn Liebe und Vernunft stark genug sind, dann können solche Krisen gemeistert werden. Liebe Familie. Das ist alles so verlogen. Das, was Sie verwalten, ist das reinste Elend. Es reicht. Damit haben Sie sich endgültig disqualifiziert. Sie sind für diesen Beruf nicht geeignet. Auf Ihren Job scheiße ich. Und gehen Sie endlich zum Friseur. Wieso ruft dieser Ittersagen nicht an? Der wollte sich schon vor einer Stunde melden. Rebecca, Professoren sind Menschen, die sehr viel zu tun haben. Machst du Milchkaffee für Judith? Na klar. Hey, Judith. Oh, hey, wieder fit? Außer, dass ich noch locker 5 Stunden pennen könnte. Vielleicht soll ich auch so einen ordern. Ja, mein. Willst du ihn nicht? Hab schon gefrühstückt. Hey, den habe ich mit so viel Liebe aufbacken lassen, oder? Und du verschmähst ihn? Ach, deswegen riecht er so nach Testosteron. Ich bekomme noch 3 Cappuccino. Kriegst du. Frosch im Hals? Schlimmer. Viel schlimmer. Kann ich dir irgendwie weiterhelfen? Gestern Abend, als ich hoch bin, da... Also du magst doch Gregor und er dich eigentlich auch. Dachte ich zumindest. Gestern Abend, als du hoch bist? Da habe ich gesehen, wie Olivia mit zu ihm in die Wohnung ist. Ja, und? Ja, den Rest kannst du dir ja denken. Der Rest ist mir egal. Echt jetzt? Klar, eine Affäre ist eine Affäre. Und mehr haben wir uns nicht versprochen. Und Sie sind sich ganz sicher, dass Natalie am Steuer saß? Ja. Ja, aber ich meine, blonde Haare, Sonnenbrille. Sie sind auch blond. Ja, aber nicht blind und nicht blöd. Schön. Dann können Sie sicherlich auch rechnen, oder? Ja, Dreisatz, Winkel, Infinitesimal, was Sie wollen. Also, ich könnte mir vorstellen, für den Fall, dass Sie sich erinnern, dass Natalie nicht am Steuer saß, dass ich Ihren Neustart ins Leben äußerst großzügig unterstütze.
Wollen Sie mich schmieren? Wie wär's denn mit einer Kur in Davos oder vielleicht einer Reise an die Côte d'Azur? Vergessen Sie es. Nein! Und? Hattest du gestern noch einen schönen Abend? Oh ja, ich hatte einen fantastischen Abend. Freut mich. Ja, ich habe mir in aller Ruhe einen Film angeguckt. Allein? Allein. Weil ich keinen Bock auf Olivias Spielchen hatte. Hier, der Typ von der Brauerei. Ja, danke. Hey, Herr Munz, wie geht's Ihnen? Ja. Und? Was habe ich verpasst? Es ist nichts gelaufen zwischen Olivia und Gregor. Echt nicht? Echt nicht. Ach, da freut sich aber jemand. Mir ist das doch völlig egal. Einen großen Latte mit ganz, ganz viel Zucker. Ich hatte nämlich die Nacht meines Lebens. Ah. Das klingt ja sehr aufregend. Wer ist denn der Glückliche? Er ist total geil und ihr kennt ihn sogar. Wirklich? Na, sag schon. Wer ist es? Na gut, ich sag's euch. Es war Gregor. Nein. Oh, schade nur, dass er gar nichts davon weiß. Ne? Bitteschön. Dein Latte. Extra groß und extra süß. Sie kann einem manchmal schon ein bisschen leid tun. Ja. Oh, muss das jetzt sein? Moin, Bärchen. Moin, moin. Das mit gestern Abend, also ich glaube, ich habe mich da nicht besonders geschickt angestellt. Schon okay. Es war nur gut gemeint, aber gut gemeint heißt ja nicht, dass wir alle leben unser Leben und müssen selber sehen, wie wir damit zurechtkommen. Was denn für ein Leben? Bei mir geht gerade alles den Bach runter. Ich habe meinen Job verloren und du erzählst mir was von Zurechtkommen? Lydia. Du mit deinem Heile-Bake-Tour bist doch genauso schuld an diesem ganzen Horror wie Mama und Sebastian. Am Rhein gibt es dieses neue Strandcafé. Hast du Lust? Klar. Soll ich dich dann abholen? Lass einfach durchklingeln. Okay, dann bis gleich. Das war ja ganz lustig. Die Show beim Shooting, der Versuch bei Gregor. Aber findest du nicht auch, wir sollten es dabei belassen? Ich meine, auf Dauer ist das doch echt albern. Und was haben wir schon davon? Hast du Schiss? Nein. Aber das Leben ist doch viel zu schön für solche Optionen, oder? Dadurch wird das Leben erst so richtig schön. Und glaube mir, mit dir bin ich noch lange nicht fertig. History repeating. The newspapers shout, a new style is growing. Und? Wie finden Sie mich? But it don't know if it's coming or going. Geben Sie mir Gift. Ertragen Sie meinen Anblick nicht? Ich möchte nur Ihren Bräutigam aus dem Weg räumen, um selber um Ihre Hand anzuhalten. Leider ist die zukünftige Gräfin schon vergeben, liebster Herr Höfelder. Schade. Aber haben Sie nicht eine genauso attraktive Schwester? Schon, aber die hat einen Knall. Ansgar! Du darfst mich nicht sehen im Kleid vor der Hochzeit. Das bringt Unglück, Herr Graf. Ach was? Ja, das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen, wenn man überlegt, wie die Hochzeiten hier sonst ablaufen. Denken Sie nur an Ihre Schwester Carla. Höfelder, Sie sind raus. Aber Nehmen Sie ihn nicht so ernst, er ist ein bisschen aufgeregt vor dem großen Tag. Ich wollte dir wirklich nur helfen. Helfen? Du hättest dir selber helfen müssen in den letzten Jahren. Ja, Mama ist dir auf der Nase herumgetanzt, jahrelang. Warum hast du sie eigentlich nicht eher in den Wind geschossen? Ich habe deine Mutter geliebt. Und einen Menschen, den man liebt, den schießt man nicht einfach in den Wind. Geliebt und deswegen konnte sie machen, was sie wollte?
Und die hat sich's als Selbstverwirklichung oder was weiß ich nicht was verkauft. Ach, werd jetzt nicht ungerecht. Sie hatte doch nie einen richtigen Plan von ihrem Leben. Sie wollte immer alles, Abenteuer und Sicherheit. Erst verlässt sie dich, dann kommt sie wieder, ja, und dann geht sie mit meinem Freund ins Bett. Ja, aber dazwischen waren auch 20 glückliche Jahre. Sie hat dich immer wieder verarscht, Papa. Und du hast es dir gefallen lassen, du mit deinen Kompromissen. Eine Beziehung funktioniert nicht ohne Kompromisse. Siehst du, schon wieder so eine Ausrede für deine Feigheit. Das stimmt doch nicht. Und warum hast du dann Mamas Brief nicht gelesen? Dann hättest du von Anfang an gewusst, mit wem sie dich betrogen hat. Aber nein, du warst ja zu feige. Ich komme wieder, wenn du dich wieder beruhigt hast. Siehst du, schon wieder. Kaum wird's unangenehm, haust du ab. Nicht unangenehm, sondern sinnlos. Was haben Sie da Schönes? Der Nachschub reißt nicht ab, aber keine Angst, ich verliere nie den Überblick. Außer einmal bei den Kosomows in Moskau. Da hat mir auch so ein Paket ohne Absender den Schlaf geraubt. Egal, machen Sie es auf. Gott, ist der hässlich. Ist der von der albanischen Botschaft? Oh, da tun Sie den Albanern Unrecht. Die haben einen sehr exquisiten Geschmack. Ich habe mal eine Hochzeit in Tirana ausgerichtet und die war wirklich sehr, sehr schön. Aber wie gesagt, ich verliere nie den Überblick und die stehen nicht auf der Gästeliste. Von wem ist es? Meine Mutter. Ja, und was machen wir jetzt mit diesem Kunstwerk aus Glas? Dann bestell ihm einen schönen Gruß von mir. Ich an seiner Stelle hätte mich auch in die Mutter gehalten. Lieber eine alte Kneifzange als eine frigide Spaßbremse wie dich. Lieber eine alte Kneifzange als eine frigide Spaßbremse wie dich. Du bist so scheiße. Kein Wunder, dass dein Freund lieber mit deiner Mutter schläft. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich.